Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir einer meiner Lieblingsrezepte vorstellen. Es geht nämlich heute um den Flammkuchen. Hauchdünn und sehr knusprig und unglaublich lecker. Und ich zeige dir jetzt, wie ich das Ganze zubereite. Im ersten Schritt wird der Teig vorbereitet. Dafür kommt das Mehl in die Schüssel. Dann brauchen wir Olivenöl, ungefähr 3 Esslöffel. Das kommt dann auch mit in die Schüssel. Dann kommt Salz mit hinzu. Und dann kommt noch die Flüssigkeit. So, hier wird das Ganze jetzt ein paar Minuten gut durchgeknetet. Entweder mit der Hand oder mit der Knetmaschine. Wenn ihr das Ganze dann ein paar Minuten gut durchgeknetet habt, dann ist das Ganze auch schon fast fertig. Dann müsst ihr einfach nur eine Klarsichtfolie oben drauf legen. Das Ganze gut bedecken und das Ganze bleibt dann für ca. 20 bis 30 Minuten stehen. Währenddessen der Teig jetzt ruht, wird der Backofen vorgeheizt. Da schaltet ihr den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze an, damit das Ganze auch schön vorheizt. So, von mir einen kleinen Tipp. Ich habe hier ein Backblech. Man könnte das Ganze natürlich auch mit einem Pizzastein im Ofen backen, aber es gibt ja einige, die keinen Pizzastein haben. Deswegen jetzt hier eine Alternative. Wir benutzen jetzt einfach ein Backblech. Dafür wird natürlich der Backofen geöffnet und das Backblech kommt ganz nach oben. Dann wird das Ganze geschlossen und kann dann vorheizen. So, der Teig ist vorbereitet, der Backofen ist vorgeheizt, dann kann es ans Schnibbel gehen. Also ich benutze jetzt für den Flammkuchen Cherrytomaten, nicht viele, ein paar Champignons und Frischkäse. Warum Frischkäse? Normalerweise kommt ja auf den Flammkuchen Schmand. Aber dadurch, dass ich in der Türkei lebe und hier man ganz, ganz selten den Schmand findet, benutze ich jetzt alternativ Frischkäse. Das schmeckt übrigens auch wunderbar und natürlich darf Käse nicht fehlen. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten, also unterm Video, in die Beschreibung. Und natürlich noch eine Zwiebel dazu. Also falls ihr das zu Hause nachmacht, könnt ihr natürlich den Flammkuchen so belegen, wie ihr das wollt. So, die Champignons werden einfach nur in feine Streifen geschnitten. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne noch ein Abo. Übrigens ist das Rezept unglaublich schnell gemacht. Auch wenn es jetzt ein bisschen nach viel aussieht, aber es geht ganz, ganz schnell. Hier noch ein kleiner Tipp. Umso feiner ihr die Zwiebel schneidet, umso besser schmeckt es. Ich versuche das mal zu zeigen. Also wenn ihr die Zwiebel ungefähr so hält, dann
einfach so schneiden. Dann wird das Ganze richtig schön fein geschnitten. Und vorsichtig mit den Fingern. Vor allen Dingen, wenn ihr ein scharfes Messer habt, kann es mal ganz schnell daneben gehen. So schauen jetzt die Zwiebeln aus. Und das war's schon. Ich habe jetzt hier nur eine halbe benutzt. Ich glaube, das reicht. So. Jetzt erstmal alles weggepackt. Wenn das ganze Gemüse geschnibbelt worden ist, ist dann auch schon die halbe Stunde rum für den Teig. Der Backofen ist auch schon vorgeheizt. Das heißt, jetzt können wir den Teig verarbeiten. Also er ist auch sehr elastisch geworden durch die Ruhezeit. Wir machen einmal den Fenstertest und ihr seht, eine halbe Stunde haben wir jetzt gewartet und er ist perfekt. Das Ganze formt ihr euch nochmal in so eine Kugel. Und dann wird das Ganze zerteilt in circa 4 Stücke. Das braucht man jetzt auch nicht abwiegen. Das Ganze wird ja jetzt auch hauchdünn einmal ausgerollt. So, wir schmeißen mal alle dahin. Dann formt ihr das Ganze nochmal rund. Das vereinfacht dann nochmal das Ausrollen, damit es halt gleichmäßig wird. Dann benutzen wir ein wenig Mehl auf der Arbeitsfläche. Und dann kann das Ganze schon ausgerollt werden. Und immer wieder Mehl benutzen, denn der Teig, der lässt sich nicht so einfach ausrollen. Immer wieder umdrehen. Ich persönlich finde, umso dünner der Teig ist, umso besser schmeckt der Flammkuchen. Und das ist mein absoluter Favorit. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also es ist hauchdünn geworden. Und so muss das Ganze ausschauen. Falls sich das Ganze nochmal zurückzieht, was ja so ein Teig an sich manchmal passiert, dass er sich zurückzieht, dann einfach wieder ein wenig Mehl benutzen und das Ganze nochmal machen. Jetzt brauchen wir Backpapier. Das legst du dir am besten so hin. Und dann kommt der Flammkuchen oben drauf. So, dann kann das Ganze schon belegt werden. Also je nachdem, wie man es halt am liebsten hat. Natürlich kommt zuerst der Schmand oben drauf.
Also in meinem Fall kommt jetzt Frischkäse oben drauf. Aber mit Frischkäse schmeckt es auch übrigens richtig gut. Also falls du das noch nie ausprobiert hast, dann solltest du das ausprobieren. Der wird dann einfach gut obendrauf verteilt. Da kommt dann noch mal ein bisschen Salz oben drauf. Dann kann das Ganze schon belegt werden. Mit ein paar Zwiebeln. Und ein paar Champignons. Und dann kommt der Käse oben drauf. Wenn das Ganze jetzt fertig belegt ist, um das Ganze so einfach wie möglich in den Backofen zu bekommen, kannst du aus deinem Backofen dein Gitterrost oder halt hier dieses, ich komme gerade nicht auf den Namen, kannst du das hier drauf tun, so wie ich das jetzt ungefähr mache, dass du das dann an der Seite ziehst und einfach drauf ziehst. So, und das Ganze wandert jetzt in den Backofen. Der Flammkuchen dann in den Backofen. Das Ganze wird dann einfach reingeschoben, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich hoffe, man sieht es gut. Vorsichtig, es ist sehr, sehr heiß. Man könnte es noch ein Stück, obwohl, passt schon. So, jetzt ist wichtig zu beachten, dass ihr in der Nähe des Backofens bleibt, denn das Ganze dauert nicht lange. Also das ist, bei mir dauert es meistens so um die 2-3 Minuten. Und daher bleibe ich dann meistens in der Nähe vom Backofen, damit, wenn ich dann diese gewünschte Bräune und Knusprigkeit erreicht habe, nehme ich das Ganze dann sofort aus dem Backofen. Also ganz wichtig, immer ein Blick auf den Backofen. Jetzt sind wir schon beim zweiten, den habe ich schon gut ausgerollt. Währenddessen jetzt der erste Flammkuchen im Backofen ist, habe ich schon den nächsten Teig vorbereitet. Da geht man natürlich wie davor vor. Da wird dann auch noch mal der Frischkäse obendrauf geschmiert. Da kommen jetzt auch noch mal Zwiebeln drauf. Und dann noch die Tomaten. Und obendrauf natürlich der Käse. So, der erste Flammkuchen ist dann fertig.
So schaut das Ganze aus. Das Ganze war jetzt auch um die 3 Minuten im Backofen. Schaut euch das an. Also es ist wirklich, von unten kann man es sehen. Also es ist unglaublich knusprig geworden und sehr heiß. Und das Ganze ging natürlich sehr, sehr schnell. Und da freuen sich dann natürlich die Kinder, vor allen Dingen beim Flammkuchen. Ich zeige euch noch die anderen Beispiele. Da kommt jetzt der Flammkuchen mit Tomaten und Zwiebeln noch in den Backofen. Und dann zeige ich euch das, wie es dann richtig ausschaut. So, der zweite kann dann auch schon entfernt werden. Hoppala. Und das Ganze sieht unglaublich aus. Ich zeige euch das mal. Und so schaut der zweite Flammkuchen aus. Hier noch ein kleiner Tipp. Also, falls ihr das nicht wisst oder doch wisst, sage ich es trotzdem. Ich meine, um das Ganze abkühlen zu lassen, braucht ihr so ein Gitter. Und zwar geht es darum, wenn ihr das auf einen Teller schon legt oder auf ein Holzbrett, dann wird das Ganze, weicht das nochmal ein. Daher immer erstmal für eine Minute, bevor man das halt verzehrt, schön erstmal abkühlen lassen. Dann bleibt das Ganze auch richtig schön knusprig. Jetzt wird das Ganze einmal angeschnitten. Ich drehe mir das mal. So. So schaut das Ganze aus. Und dann einmal noch von unten, hinten meinte ich. Und die Seite ist unglaublich knusprig geworden, wie man es jetzt hört. Und geschmacklich schmeckt es natürlich auch wunderbar. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls du es vergessen hast zu machen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne noch ein Abo, falls dir natürlich die Videos gefallen haben. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und mach's auf jeden Fall nach. Es lohnt sich unglaublich. Bis zum nächsten Mal.